So Leute, heute ist es soweit, der große Tag ist gekommen, der One of One ist endlich fertig. Unser größtes Projekt im Jahr 2019, das uns viel abverlangt hat, aber ich glaube, wenn ihr jetzt gleich sehen werdet, was wir auf die Beine gestellt haben und ihr sehen könnt, was daraus geworden ist, dann wird es euch komplett wegflashen. Ich kann nur eins sagen, ich bin mega happy und glaube, die nächsten Minuten lohnen sich richtig, bis ihr sehen könnt, was hinter dieser Tür verborgen ist. Aber bevor wir euch den großen Knall zeigen, schauen wir jetzt nochmal zurück auf die Reise und fangen von Anfang an. Damit hat damals hier auf YouTube alles angefangen. Der TT-RSR, unser erstes gemeinsames Projekt. Aber dann war mir natürlich schnell klar, wir müssen was Neues machen. Und somit kam ein Auto, der Audi A1, der für mich perfekt gepasst hat. Somit war die Idee für das Projekt geboren. Wir wollten einfach mal wieder was Kleines nehmen, was Normaleres, was Erschwinglicheres, nicht nur immer die größten, die stärksten Autos. Und da war der A1 die perfekte Basis. Aber natürlich hatten wir trotzdem ein sehr ehrgeiziges Ziel. Unser Ziel ist kein geringeres, als den geilsten A1 der Welt zu bauen. Das ist unser Ziel, das ist mein Ziel, das wollen wir machen. Natürlich mussten wir als erstes mal verstehen, wie sich das Auto in der Basis so anfühlt. Deswegen damals bei Schnee und schlechtem Wetter die erste Testfahrt. Yes, Leute, jetzt fahren wir das erste Mal unser neues Baby, unser neues Schmuckstück. Wir brauchen mehr. Also, da muss schon ein bisschen mehr her. Und nach der ersten Testfahrt war uns natürlich schnell klar, dass wir eine Menge Arbeit vor uns haben. Wir wollten alles verbessern. Leistung, Sound, Design, Interior, Fahrwerk, das volle Programm. Also haben wir angefangen und die erste Baustelle war für uns der Motor. Was machen wir? Nehmen wir einen komplett neuen Motor und da kam uns dann eine relativ coole Idee. Der Motor vom Audi TT Cup, das war die Idee. 310 PS hatte der schon mit Overboost-Funktion, 340 und wir wollten den hernehmen, den 2 Liter Motor, um ihn in unseren A1 einzubauen. Damit ihr auch schon mal ein Gefühl dafür bekommen, haben wir natürlich im All-the-way-up-Style erstmal mit dem TT Cup so eine kleine Spritztour um den Hof gemacht. Machst du mal richtig bequem? So, aber dann genug mit dem Spaß, das war natürlich eine coole Spritztour, aber jetzt ging es an die Arbeit. Die erste Aufgabe war, den Motor aus dem TT Cup in den A1 einzubauen. Die Sache, die man nur verstehen muss, ist, dass man so einen Motor nicht einfach einbaut und das Plug-and-Play alles funktioniert. Das war eine große Herausforderung für unsere Motorenexperten. Viele Stunden Programmierarbeit und Coding, um Fehlermeldungen rauszubekommen, um das Ding zum Laufen zu bringen, um zu schauen, dass die Leistung anlegt, die wir haben wollen. Und wir haben natürlich schon gemerkt, dass da ein bisschen Unruhe und Ungeduld in der Community auf einmal vorhanden war. Aber das Gute ist, wir haben uns davon nicht beirren lassen und auch schon gleichzeitig den Designprozess gestartet. Es wurde also fleißig am Design gearbeitet. Natürlich steht am Anfang immer die Idee im Raum. Man fängt an, man hat eine Skizze, man hat eine Vision, aber man muss natürlich auch überlegen, was ist möglich. Und so fängt man an, das Ganze entstehen zu lassen. Mit verschiedensten Variationen haben wir uns daran gemacht. Unser Designer Markus hat da vieles für uns ausgearbeitet, damit wir das einfach mal sehen und verstehen können, in welche Richtung es geht. Und als wir uns dann gemeinsam im Team auf einen freistehenden Breitbau geeinigt haben und auf eine Richtung, in die wir gehen wollen, ging es natürlich auch weiter. Um den Bodykit dann Realität werden zu lassen, haben wir uns für Clay entschieden. Gibt uns die Möglichkeit, das Ganze in Originalgröße am Auto zu sehen. Um zu verstehen, sind die Proportionen richtig, wollen wir nochmal was abändern. Wir können direkt am Auto modellieren und arbeiten und das war sehr, sehr cool.
So, dann war der Clay fertig und wir haben eigentlich das erste Mal gecheckt, wie extrem dieser Breitbau ist. Das war ein Hammergefühl, das zu sehen und zu verstehen, dass unser Auto so aussehen wird. Aber damit ist es noch nicht getan. Im nächsten Schritt haben wir das Ganze dann digitalisiert. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir den Breitbau ins Digitale umwandeln, um nochmal einen Feinschliff zu machen und um damit dann auch die Werkzeuge zu bauen. So, jetzt hatten wir also die Leistung drin mit dem neuen Motor, wir hatten den Designprozess, alles war am Laufen, aber natürlich ist auch die Fahrleistung, die Fahrperformance für uns extrem wichtig gewesen. Deswegen haben wir ein komplett neues Fahrwerk verbaut, andere Federn, andere Dämpfer, Sportfahrwerk, neue Bremsen, die die Leistung auch handhaben können, richtige, gute Reifen, Michelin Pilot Sport Cup 2, dass wir ordentlichen Grip haben und alles hat sich so langsam zusammengefügt. Und dann kam auch der Moment, in dem wir das erste Mal das erste Teil bekommen haben, das wir entwickelt haben, nämlich unsere sehr, sehr krasse Carbon-Motorhaube. Ja, das sind die Zahnstocher. Genau, die werden im Auto ausgelegt, das ist ein Zahnstocher. Wenn mal wieder Döner noch im So, beim Äußeren haben wir also alles soweit im Griff gehabt, aber natürlich ist auch wichtig, dass das Auto von innen gut ausschaut. Interior ist einfach auch etwas, das man nicht vergessen und vernachlässigen darf. Und für uns war es das Ziel, ein Interior zu schaffen, das super edel ist, das zum Gesamtkonzept passt, aber auch nicht zu überladen, weil das Auto von außen natürlich schon super mächtig ist, super aggressiv und ich glaube, da darf man innen nicht zu viel machen. Also haben wir uns für Alcantara entschieden, für rote Ziernähte, alles top verarbeitet, Carbon-Elemente, neues Lenkrad vom R8, Sportsitze natürlich mit dem One-of-One-Logo. Also das Ganze war wirklich vom Allerfeinsten und wir machen das tagtäglich bei Up, deswegen glaube ich, kann sich das auf jeden Fall sehen lassen. So, das Thema Sound war natürlich auch etwas, das ganz viele beschäftigt hat, dass alle gefragt haben, wie klingt der Vierzylinder überhaupt. Wir hatten natürlich schon eine Vorstellung, weil wir es vom TT Cup kannten, aber wir mussten natürlich trotzdem eine neue Abgasanlage bauen, haben uns da ganz ehrlich auch einfach für eine Straight Pipe entschieden, weil wir gesagt haben, wir müssen da voll auf die Kacke hauen, das Ding muss richtig scheppern. 2-Rohr-Abgasanlage mit Carbonumrandung, passt perfekt ins Design, klingt extrem, aber damit man das hören kann, muss der Motor natürlich auch laufen. Und dann kam endlich der Zeitpunkt, nach viel Arbeit am Motor, haben wir ihn das erste Mal gestartet und waren alle hin und weg. Das ist brutal, ich habe nichts mehr auf meinem Ohr, aber es ist super. So, also ich glaube, der Sound war schon mal richtig geil. Wir waren alle happy, wir haben uns gefreut, wir sind durch den ganzen Laden gesprungen, weil das sehr cool war. Und dann kam auch schon der Endspurt, Leute. Dann kamen nämlich die Bodykit-Teile bei uns in der Firma an. Zuerst einzeln, wir haben die natürlich dann lackiert, hatten die mal vor uns, konnten die anfassen, konnten die sehen. Und dann wurden sie ans Auto angebracht und der A1 hat seine Form bekommen. So, jetzt war der Bodykit also dran und der letzte Schritt, um es dann perfekt abzurunden, ist natürlich das Design und die Folierung. Wir haben auch daran relativ lange gearbeitet, gemeinsam mit dem Erik. Armenian Petrolhead nennt er sich, hat auch schon den RS6 Phoenix designt und wir haben uns dann gemeinsam auf die Farben Schwarz-Rot als Hauptfarben und Gold für die Details entschieden. Und ich glaube, ihr werdet uns gleich zustimmen, dass es perfekt ist. Das Design ist einzigartig, sehr cool. Und jetzt könnt ihr noch ein bisschen sehen, wie wir ihn foliert haben.
So Leute, und nun ist der große Moment da. Der One of One ist fertig. Ich bin so stolz und so happy und mir bleibt eigentlich nur zu sagen, vielen Dank an alle, die uns auf dem Weg bis hierhin unterstützt haben. Danke ans ganze Team für diese Hammerarbeit. Wirklich mega, was ihr da geleistet habt und ich glaube, wir könnten schon ein bisschen hören. Also, er will jetzt losgelassen werden. Er will jetzt, dass die Welt ihn sieht. Deswegen, glaube ich, will ich nicht mehr so viel sagen. Hier hinter ist der One of One und jetzt seht ihr ihn. Leute, hier ist er in voller Pracht. Hier ist der One of One. Jetzt mal ohne Scheiß, wir müssen eigentlich jetzt hier mal so 10 Sekunden stehen und innehalten für das, was wir hier vor uns haben. Ich glaube, ihr stimmt mir zu, dass das hier ein absolutes Monster geworden ist. Und ich hab's schon gesagt, aber ich bin einfach so happy, so glücklich und so stolz, dass wir dieses Auto so hinbekommen haben, weil das ist keine Selbstverständlichkeit und auf dem Weg dorthin kommen auch immer wieder Hürden und es ist ein gesamter Prozess und manchmal weiß man gar nicht, ob es am Ende dann auch wirklich so wird, wie man es sich vorstellt, aber hier kann ich von Herzen sagen, es hat eigentlich meine Erwartungen sogar noch übertroffen. Ich finde es ein absolutes Mörderauto und bin einfach nur happy und werde jetzt mit euch ein bisschen ums Auto rumlaufen, um euch auch mal die Details noch mal closer zu zeigen, weil ihr habt es jetzt natürlich gerade gesehen in einem sehr geilen Clip, aber ich denke, wir können auch noch wirklich drüber sprechen, dass man noch mal ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was wir hier am Auto haben. Also wir starten einfach mit der Front. Ich glaube, wenn man vor dem Fahrzeug steht, hat man nicht mehr das Gefühl, dass hier eine 1 ist, sondern einfach nur eine absolute Waffe, die einem entgegenguckt mit einem super bösen Blick. Wir gehen mal ein bisschen runter und fangen einfach mal ganz tief am Boden an. Wie ihr seht, haben wir eine komplett neue Frontlippe gebaut, die super weit natürlich raussteht, super tief ist und in seiner gesamten Form auch einfach
massiv das Auto aggressiv macht an der vorderen Optik. Ne? Das ist schon ein richtiges Brett. Wir haben es euch ja schon mal einzeln gezeigt, aber jetzt im Auto, finde ich, wirkt es nochmal viel massiver, wie wenn man das in der Hand hat. Dann haben wir natürlich Racing Blades wieder angebaut. Aber hier nicht nur einen oder zwei und nicht nur kleine Flicks, sondern wirklich die volle Ladung. Wir haben unten direkt angefangen mit dem ersten Blade, das wir unten haben. Hier ist es fast schon so ein bisschen angedeutet. Und dann kommen nochmal zwei richtig große Schwerter, die auch die Originalfront mit dem Breitbau verbinden. Weil das ist auch immer eine Herausforderung. Man möchte ja nicht nur irgendwas anstecken, sondern es muss ja ein Schwung sein, eine Form, die zusammen zur Seite geht. Und dann sieht man eben direkt, wie der Breitbau hier vorne anliegt. 30 mm sind hier breiter im Vergleich zur Serie pro Seite. Wir haben hier die Racing-Finne, nenne ich es jetzt mal, ne, die natürlich den Breitbau auch mit der Karosserie verbinden und oben dann eben, so wie wir es gesagt haben, freistehend. Ein Lufttunnel sozusagen, der sich durchzieht und eben nicht oben auch noch den Bodykit mit der Karosse verbindet. Und alles in einem zusammen muss einfach auch stimmig ausschauen und das tut es einfach und ist sehr, sehr aggressiv und geil geworden. Deswegen allein schon die Front, als ich das erste Mal gesehen habe, ich stand davor, ich konnte es kaum glauben. Ich finde es einfach nur mega. Aber das allein macht natürlich die Front nicht aus, sondern wir haben auch die Motorhaube, die ihr gesehen habt, die komplett aus Carbon gefertigt ist. Eine Einzelanfertigung, die wir gemacht haben, die auch nochmal wirklich verfeinert wurde. Hier mit den Finnen, die ihr seht, mit Gittern, die das Ganze abschließen. Das heißt, wir haben hier vorne ja den Lufteinlass kreiert für den Motor, haben hier die Luftauslässe und natürlich auch eine besondere Dynamik auf der Haube, weil wenn wir jetzt nur die normale Serienhaube hätten und die wäre da flach drauf, würde das Ganze einfach viel weniger dynamisch ausschauen und so wirkt es massiv und aggressiv. Und was natürlich auch dazu beiträgt, und ich glaube, das muss man auch erwähnen, ist das Design. Weil beim Design haben wir natürlich überlegt, was machen wir, welche Farben nehmen wir und was ist cool. Und wir fanden natürlich diese Split-Idee, die wir damals mit mir und Olsen zusammen schon kreiert haben, mega, mega cool, wollten aber was Neues schaffen. Wir wollten nicht einfach nur Copy-Paste sagen, wir machen wieder ein Split. Also haben wir dann zusammen mit dem Erik dieses Polygon-Split-Design entworfen. Das heißt Polygone, die ineinander übergehen, die dafür sorgen, dass die Seiten getrennt sind. Wir arbeiten mit Satin-Schwarz, mit Satin-Rot, mit Glanz-Schwarz und natürlich ein paar mattschwarzen Elementen, die wir noch haben. Also das in Kombination hammermäßig. Dann haben wir Details, das habe ich gerade noch vergessen, Details, nämlich wie die Frontlippe, in Gold gemacht. Wir wollten es schaffen, dass wir gewisse Konturen und Details vom Auto ein bisschen hervorheben und ihnen noch ein bisschen mehr Stärke verleihen. Und da haben wir uns für Gold entschieden, weil das einfach eine super coole Farbe ist, um ein paar Details zu highlighten. Ursprünglich war sogar der Plan, dass wir auch die vorderen Blades noch mit Gold verfeinern, aber das ist einfach aufgrund der geringen Fläche, die wir haben, super schwierig und sah dann auch nicht so stimmig aus, wenn wir das foliert haben. Deswegen haben wir uns entschieden, das dann doch wegzulassen und nur das untere Schwert sozusagen mit einem goldenen Streifen zu verzieren. So, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal weiter hier an die Seite. Sprechen mal übers Rad. Wir haben hier eine 19 Zoll ERF-Felge von uns als Basis genommen. Das F steht für Forged, also Schmiedefelge, heißt super leicht, super High Performance, eine Mega-Felge und die hat von sich aus vom Grundkonzept schon super reingepasst. Aber das war uns natürlich nicht genug. Ihr wisst, ich bin Fan vom Aero-Felgen-Design und ich wollte es auch bei dieser Felge wieder machen. Jetzt gab es die Felge schon und wir wollten auch keinen Ring oben aufsetzen, also haben wir uns entschieden, einen Ring dahinter zu bauen und den auch farblich hervorzuheben. Heißt, wir haben ihn in Gold foliert, so wie an der Lippe vorne, was dem Ganzen einfach nochmal so ein farbliches Element mit im Reifen gibt, zusammen mit dem roten Schwung am Reifen selbst. Also den haben wir auch bedruckt, mit dem Michelin-Logo drauf. Und gibt eben so wieder auch diese drei Farben her, die wir sonst am Auto haben und schaut für mich einfach mega aus mit so einem Zentralverschluss noch drauf, also maximale Racing-Optik. Dahinter verbirgt sich unsere neue Bremse, schön groß, 6-Kolbenbremse, die wir da angebracht haben. Natürlich auch schön tief, das Fahrwerk, alles sauber abgestimmt, dass er schön dasteht und sich natürlich auch gut fährt. So, wir haben neue Spiegelkappen gemacht, die hier angebracht, die auch nochmal so ein bisschen einfach die Form etwas verfeinern, noch ein bisschen mehr Dynamik geben und aggressiver machen. Dann auch ein Teil, das enorm wichtig war und man oft unterschätzt, das Sideblade. Weil man muss es natürlich schaffen, die breite Front und das breite Heck mit einem Sideblade zu verbinden. Ansonsten schaut das einfach in der Mitte
aus, wie wenn da die Kraft ausgegangen wäre und das wollten wir natürlich nicht. Deswegen haben wir hier ein sehr, sehr großes Schwert, nenne ich mal, angebracht, das die beiden Teile verbindet, was das Auto breit macht und natürlich auch dieses Racing-Feeling einfach wieder hergibt. So, dann sind wir schon am hinteren Teil angekommen. Hier kommt der hintere Teil des Breitbaus, auch hier wieder genau analog zu vorne. Die Finnen, die eingelassen sind, oben wieder freistehend, alles schön verbreitert. An der Hinterachse sind wir ganze 55 mm breiter zur Serie. Das werdet ihr auch gleich sehen, wenn wir jetzt ans Heck gehen, wie massiv dieses Heck einfach ausschaut. Es ist eine absolute Wucht. Tür seht ihr keine mehr, die ist verschwunden, es ist alles weg, wir haben alles sauber zugespachtelt, du siehst einfach nichts mehr. Das Einzige, was man jetzt hier noch sieht, was wir neu angemacht haben, auf unserer neuen Makrolon-Scheibe, die natürlich alles maximal abdunkelt, ist all the way up Hashtag in der Scheibe, wie wir ihn ja immer an den Autos haben, diesmal in Gold, weil wir einfach die Details in Gold haben, haben wir das auch hier gemacht. Auch das schaut hammermäßig aus. So, dann kommen wir zum Heck und da fangen wir, weil wir jetzt einfach schon so schön stehen, mal oben an. Hier hatten wir zwei Challenges. Zum einen mussten wir natürlich den schon vorhandenen Heckspoiler kürzen und ein bisschen wegbringen, weil wir eben diesen großen Massiven hier drauf machen wollten. Den haben wir auch schwarz lackiert, haben noch das DA-Logo mit drauf gemacht in Rot, also die gleiche Rotfolie wie auch auf der Red Side, sage ich immer. Ne? Wir haben eine Black und eine Red Side. Sehr, sehr geil, ist einfach ein echter Rennsport-erprobter S1 Heckflügel, passt mega zum Rest vom Design und gibt dem Ganzen auch nochmal so eine Hardcore-Dynamik am Heck, weil hier ist für mich eigentlich fast der massivste Teil. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte am Anfang noch die Sorge nach den ersten Skizzen, dass das Heck im Vergleich zur Front zu brav wird. Und jetzt stehe ich davor und denke mir nur, oh mein Gott, es ist der absolute Oberhammer. Wenn wir hier runtergehen und uns dieses Heck in seiner vollen Pracht, in seiner vollen Größe anschauen, wie breit der hier dasteht, das ist eine absolute Waffe und definitiv nicht zu wenig, muss man ganz ehrlich sagen. Also ihr seht es schon, das Heck wird natürlich erstmal betont durch den Breitbau am hinteren Radkasten, der nach hinten auch nochmal so ein bisschen eine Form gibt und dann ist die Aufgabe gewesen, das Ganze am Heck entlang wieder zu verbinden. Also haben wir hier ein komplett neues Teil entworfen, das hier mit dran ist, auch mit einem Racing Blade und das den Übergang vom Heck Breitbau zum Diffusor schafft. Wir haben einen komplett neuen Diffusor gebaut mit sehr, sehr großen Finnen, wie man ihn aus dem Rennsport kennt. Das ist für mich einfach Racing-Feeling und das wollte ich so haben und es schaut definitiv mega aus. Und das natürlich in Kombination mit der neuen Abgasanlage. Das heißt, wir haben die ja schon sehr, sehr lange im Auto gehabt und wussten aber genau, was wir drumherum bauen. Deswegen sah das ursprünglich, als die alleine im Auto war, auch immer so verloren aus. Aber jetzt mega harmonisch. Unsere Zweirohrabgasanlage mit Carbonumrandung. Auch das hier hinten, den Diffusor haben wir mit dem Gold verziert, also die Details mit dem Goldstreifen gemacht, weil es einfach auch nochmal die Linien vom Diffusor mit hervorhebt und verstärkt und das Ganze nochmal aggressiver aussehen lässt. Ansonsten natürlich die Heckleuchten noch abgedunkelt. Die schauen auch mega aus, wenn die so dunkel sind. Unser Logo noch in Glanzschwarz mit drauf. Auch hinten diesen Split, also der Split der Folie, der Folierung, zieht sich wirklich durchs ganze Auto durch. Ist auch auf dem Dach so mit drauf foliert. Ja, dann auf der roten Seite natürlich das gleiche Spiel in Rot. Hier ist nicht wirklich viel anders. Ich meine, ihr seht das Design. Ich finde, hier wirkt es nochmal fast ein bisschen stärker wie auf der schwarzen. Die ganzen Polygone, die dort angebracht sind. Wir haben auch bewusst am Breitbau selbst ein anderes Design genommen wie auf dem Originalauto, weil das die Möglichkeit gibt, auch optisch den Breitbau hervorzuheben, ohne dass es aber unstimmig ausschaut. Also für mich das Design sehr gelungen und wir streiten uns jetzt schon darum, welche Seite die geilere Seite ist. Ich weiß nicht, ob ihr einen Favoriten habt. Ich glaube, im Moment tendiere ich sogar zu Rot. Aber ich bin immer schon so ein Rot-Fan gewesen. Und Schwarz schaut auch definitiv sehr, sehr gut aus. Also hammermäßig. So, was muss man noch sagen? Was ist unter der Haube passiert? Wir haben den Motor nicht nur zum Laufen gebracht, sondern natürlich auch verfeinert, weiterhin abgestimmt, daran gearbeitet, waren auf dem Prüfstand und haben jetzt aktuell etwas mehr als 400 PS. Wir sind aber noch nicht am Ziel, deswegen wollen wir uns auch gar nicht so festlegen aktuell. Das heißt, mit dem Auto sind wir jetzt zwar fertig, was das Gesamtkonzept angeht und dass er jetzt so dasteht, aber werden natürlich trotzdem weiterhin noch versuchen, den Motor abzustimmen und natürlich auch das Fahrwerk. Das sind Dinge, die dauern noch ein bisschen, die haben einen gewissen Prozess, aber wir können jetzt schon sagen, dass wir über 400 PS haben und ich glaube, das ist für so eine Waffe hier schon mehr als ausreichend. Also das ist absolut mega, wenn man drin hockt und Gas geben kann.
und fährt. Und auch fahren tut er sich schon sehr, sehr gut. Am Fahrwerk haben wir, wie gesagt, viel gemacht. Das ist auch viel, was man gar nicht sieht, was da gearbeitet wird, damit ja die Räder sauber im Rathaus stehen, damit das Fahrwerk gut abgestimmt ist. All das haben wir schon gemacht, aber müssen wir trotzdem noch verbessern und feintunen. Das geht nicht über Nacht und vor allem konnten wir ja gar nicht fahren mit dem Auto, während das ganze Bodykit-Thema war. Also wir haben noch nicht sehr viel fahrerprobt, aber das kommt im nächsten Step und das können wir dann vielleicht auch oder ziemlich sicher gemeinsam machen. Also wir wollen definitiv mal noch auf eine Rennstrecke gehen und uns mit dem richtig austoben gemeinsam, um ihn noch zu perfektionieren, sage ich mal. Und zu guter Letzt haben wir dann noch das Interieur und ich glaube, ihr stimmt mir zu, wenn ich sage, auch das ist einfach perfekt zu diesem Fahrzeug. Ich glaube, jetzt versteht ihr auch, warum ich gesagt habe, innen drin nichts overloaden, sondern es soll edel sein, geile Verarbeitung, geile Details, rote Lichter, die wir auch eigentlich serienmäßig schon drin haben, die auch hammermäßig auf dem Alcantara leuchten und natürlich perfekt zum Auto passen. All das in Kombination macht den One of One aus und macht ihn für mich so besonders. Und ja, ich bin echt so erleichtert und so froh, dass ich ihn euch jetzt zeigen konnte. Unser neues Baby, unser größtes Projekt im Jahr 2019. Wir haben noch viel vor mit dem Fahrzeug. Ich bin total stolz und glücklich und muss ehrlich sagen, alles richtig gemacht. Wirklich alles richtig gemacht. Ich hoffe natürlich, dass ihr das auch so seht. So, 2 Dinge gibt's aber noch. Zum einen haben wir auch an die Community gedacht und ihr habt jetzt schon gesehen, dass ich hier so ein T-Shirt anhabe. Wir haben passend zu diesem Fahrzeug eine komplett eigene One-of-One-Kollektion entwickelt. Wir haben T-Shirts gemacht und Hoodie und eine Cap. Alles sehr limitiert, sehr speziell. Wir haben einen Split-Hoodie und ein Split-T-Shirt, also analog zur Folierung. Eine Seite rot, eine Seite schwarz. Mega, mega geil. Gibt's nicht sehr viele Stück. Falls ihr Bock habt, die zu holen, ist ab jetzt bestellbar. Link ist in der Beschreibung drin oder in der Endcard. Könnt ihr zuschlagen. Wer zuerst kommt, mal zuerst, wie immer. Sehr, sehr geil. Und ihr habt es vielleicht gerade schon so ein bisschen im Hintergrund so rausspitzeln sehen. Für alle diejenigen unter euch, die vielleicht sich für eins interessieren, weil sie selber einen haben, haben wir natürlich in der Firma auch schon ein Paket. Wir haben ein Paket geschnürt aus Fahrwerksfedern, aus Antrieb, also den 2-Liter-Motor von 200 auf 240 PS, von 320 auf 360 Newtonmeter hochgeschraubt und dazu auch noch passende 18 Zoll GR-Felgen in Glanzschwarz. Und das Ganze könnt ihr abrunden, wenn ihr wollt, mit unserem Sticker-Set, das wir auch im Shop jetzt haben, nämlich rotes DA-Logo, goldenes All-the-Way-Up-Logo und dann hinten noch hier drauf das schwarze One of One. Also ihr kriegt alle Logos, die wir auf dem Auto haben, 1:1 für euch. Könnt ihr natürlich auf jedes Auto kleben, wenn ihr wollt. Gibt's auch im Shop. Und dieses Paket ist eben auch erhältlich. Auch dazu packen wir die Links in die Beschreibung rein. Dann bleibt mir nur eins zu sagen, Leute. Ich bedanke mich von Herzen nochmal bei allen, die dabei waren, um das zu erschaffen. Teilt es, zeigt es allen. Sagt uns eure Meinung. Wir werden das Auto dann auch bald ausstellen. Ich denke, in Essen werdet ihr es auf jeden Fall sehen. Und auch sonst haben wir noch einiges damit vor. Ich hoffe von Herzen, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr seid happy mit dem Ergebnis. Lasst ein Like da, lasst Liebe da. Abonnieren nicht vergessen. Und jetzt, wie immer, schön Team all the way up bleiben. Freunde, danke und bis bald. Ciao. Nothing can stop me, I'm all the way up.